Hi und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Felix Tasse Bikes. Heute geht es darum, was für 6 Accessoires ihr euch unbedingt nachrüsten müsst, wenn ihr euch ein Gravelbike gekauft habt. Viel Spaß! Ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, wenn ihr euch ein Gravelbike kauft, dann ist es noch lange nicht mit dem Kauf des Bikes alleine getan, sondern man hat einige Möglichkeiten, das Bike zu personalisieren und für seinen eigenen Bedarf auch noch zu optimieren. Dafür habe ich euch 6 Accessoires rausgesucht, die mir persönlich auch wahnsinnig geholfen haben, mit meinem Bike mehr Spaß zu haben und die auch sicher euch helfen können, damit ihr wisst, in was es sich lohnt zu investieren und was vielleicht Humbug ist. Tipp Nummer 1, was ihr unbedingt braucht und was ihr auf keinen Fall substituieren könnt, ist ein Flaschenhalter. Flaschenhalter kosten nicht die Welt. Es geht meistens schon bei 5 Euro los, da kriegt ihr einen Plastikflaschenhalter oder einen aus Carbon für 20 Euro. Das muss nicht unbedingt sein, die sind nicht wahnsinnig viel leichter, sehen einfach nur ein bisschen anders aus. Aber ein Flaschenhalter verbessert einfach den Fahrspaß enorm. Denn dadurch könnt ihr einfach was zu trinken mitnehmen und jeder weiß, wenn er Sport macht, braucht er was zu trinken. Flaschenhalter sind so genormt, dass sie auch alle Flaschen beinhalten können. Das heißt, mit diesen 5 Euro plus vielleicht nochmal 5 Euro für die Flasche habt ihr wirklich ein super wichtiges Gimmick nachgerüstet, das für euren Fahrspaß enorm viel bringt. Tipp Nummer 2. Was ich mir sofort nachgerüstet habe, war eine Handyhalterung. Ich selbst nutze Komoot als meine bevorzugte App, um mich zu navigieren. Ich finde die App wahnsinnig gut, super einfach in der Bedienung und sie hat echt tolle Tipps für Fahrradtouren, gerade in einem Gebiet, wo man vielleicht nicht so oft unterwegs war. Und man entdeckt viele neue, tolle, kleine Trails, die auf Komoot gespeichert sind und die Community dort ist auch echt eine coole Community, die sich auch gegenseitig hilft und die Tipps dort wachsen stetig. Deswegen habe ich mir auch vor kurzem die Komoot Weltkarte für knapp 30 Euro gekauft und muss sagen, ich bin mega zufrieden mit der Investition. Wenn du dir das einmal für 30 Euro kaufst, hast du das für dein Leben lang. Ist ein ziemlich guter Deal, wie ich finde, und deswegen nehme ich die Komoot App auch immer mit dem Handy mit. Es gibt andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Wahoo oder einen Garmin Fahrradcomputer. Die sind ein bisschen teurer, aber ein Handy hat jeder von uns und wenn das Handy einigermaßen neu ist, hält es auch die Akkukapazität aus, die dafür benötigt wird, damit man sich mit Komoot navigieren kann. Damit man das Handy auch gut auf dem Fahrrad unterbringen kann, habe ich mich für einen Handyhalter von Quadlock entschieden. Quadlock ist definitiv nicht der günstigste Anbieter von Handyhalterungen. Die Halterung, die ich jetzt habe, hat 70 Euro gekostet und beinhaltete neben der Halterung für den Vorbau auch ein Handycase, das auch noch das Handy zusätzlich schützt. Damit bin ich sehr zufrieden. Ich weiß nicht, ob das Ding unbedingt 70 Euro kosten muss. Es gibt günstigere Varianten von SP zum Beispiel oder auch ganz günstige Varianten, die ihr auf Amazon auch findet. Im Prinzip sind die alle gleich. Was ich bei Quadlock nur festgestellt habe, die werden mit so einem Gummi mitgeliefert, damit man die Halterung optional auch zwischen den einzelnen Rädern hin und her switchen kann. Diese Gummihalterung ist bei mir nach 2 Minuten gerissen. Deswegen habe ich mich für die mitgelieferten Kabelbinder entschieden und meine Handyhalterung mit einem Kabelbinder festgemacht. Sieht jetzt nicht besonders schmuck aus, wenn kein Handy drauf ist, aber wenn ein Handy drauf ist, sieht man das nicht. Und wie gesagt, den Mehrwert, den ihr durch eine Fahrt mit Komoot oder einer anderen Navigations-App generiert, ist wahnsinnig hoch. Tipp Nummer 3. Man weiß nie, wie lange man unterwegs ist, wenn man so eine Gravel-Tour angeht. Das heißt, entweder habt ihr vielleicht einen Platten, einen anderen technischen Defekt oder ihr verfahrt euch tierisch, trotz Komoot, kann passieren. Dann würde ich euch unbedingt raten, einfach eine Lichtanlage an eurem Rad mit zu installieren. Diese Lichter sind mittlerweile auch super günstig. Es gibt ganz gute für 50 Euro. Da ist ein Vorderlicht, ein Hinterlicht dabei und die könnt ihr mit einem Mini-USB-Kabel laden. Diese Mini-USB-Kabel, die sind auch super praktisch. Im Gegensatz zu einem Akku musst du keine Akkus daheim haben und die tauschen oder noch schlimmer Batterien, die dann nur einmal verwendbar sind. Und die Lichter, für die ich mich jetzt entschieden habe, die sagen mir auch, wann der Akku leer wird und ich das Licht chargen muss. Ich finde es ein super wichtiges Gimmick. Ich habe zu viele Strafzettel bekommen, weil ich in der Stadt ohne Licht rumgefahren bin und das Licht wiegt jetzt nicht die Welt und deswegen lasse ich es eigentlich auch immer dran. Licht kann ich empfehlen. Ganz viele Menschen haben Schmerzen beim Fahrradfahren, weil sie sich für den falschen Sattel entscheiden. Deswegen ist mein Tipp Nummer 4 der richtige Sattel.
Ich habe mich für einen Sattel von Aesculap entschieden, weil ich meine Sitzknochenbreite wusste und mir deswegen einen schönen Sattel von Aesculap gekauft habe. Ich habe mich dafür eine Alcantara-Variante entschieden, die ist, glaube ich, limited. Vielleicht gibt es die aber noch. Es gibt andere ergonomische Sattelanbieter, wie zum Beispiel Ergon. Das ist das gleiche in grün, bloß bei Ergon sind die Sattelbreiten nicht so vordefiniert. Generell ist jeder Kontaktpunkt zwischen dir und dem Fahrrad super wichtig. Wenn das nicht passt, gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, das zu optimieren. Beispielsweise auch Lenkerband oder Griffe beim Enduro, die ergonomisch sind. Da hat man nicht so viele Möglichkeiten beim Gravelrad. Was du aber optimieren kannst in der Sattel und die Pedale, auf die ich gleich eingehen werde. Also ein passender Sattel und ein bequemer Sattel sind essentiell. Der nächste Punkt, ich habe es gerade angesprochen, Tipp Nummer 6. Sorgt unbedingt dafür, dass ihr die richtigen Pedale habt. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Pedale. Es gibt Klickpedale, es gibt Kombipedale und es gibt ganz normale Plattformpedale. Innerhalb dieser einzelnen Kategorien gibt es dann auch noch ganz viele Unterkategorien. Zum Beispiel gibt es Klickpedale von Shimano, sind am meisten verbreitet und auch meistens auch das Einsteigerpedal. Dann gibt es etwas spezialisiertere von Look beispielsweise und von ganz vielen anderen Firmen, die ein bisschen anders funktionieren. Die einzigen, die ich wirklich nicht empfehlen würde, wären die von Crank Brothers, weil ich finde, dass man dort viel zu leicht ausklickt. Weil ich persönlich beim Gravel unbedingt so viel Halt brauche, dass ich die Härte der Federn im Pedal verstellen will. Deswegen habe ich mich für die Shimano SPD-Variante entschieden. Gibt es auch, wenn du die Pedale bestellst, die ja meistens bei den Rädern nicht dabei sind, hast du Cleats dabei. Diese Cleats schraubst du in deine Klickschuhe ein. Egal, ob du Klickpedale, Plattformpedale oder Kombipedale fahren willst, das ist ein wichtiger Punkt, über den du nachdenken musst. Und für Gravelbikes eignen sich eigentlich ganz toll auch Klickpedale. Es braucht ein bisschen Übung, vielleicht mache ich da mal ein How-To-Video auch dazu, wie man mit Klickpedalen am Anfang am besten startet. Aber mir persönlich gefällt es wahnsinnig gut, mit dem Gravelbike mit Klickpedalen zu fahren und ich könnte mir nicht vorstellen, mit Plattformpedalen zu fahren. Anderen Einsteigern mag es da anders gehen. Und das ist auch jedem selbst überlassen natürlich, wie sicher er sich auf dem Rad fühlt. Unsichere Fahrer sollten nicht anfangs zu Klickpedalen greifen. Wenn sie sich aber dennoch für die Klick-Variante interessieren, sind Kombipedale vielleicht eine ganz gute Lösung, wo auf der einen Seite ein Plattformpedal ist und auf der anderen Seite die Einklick-Variante. Diese Pedale kosten meist zwischen 50 und 100 Euro, ist also auch nicht die Welt, aber haben einen entscheidenden Einfluss auch darauf, wie viel Grip du hast oder wie du dich auf dem Rad auch bewegen kannst. Deswegen ganz wichtig, da nicht zu sparen, sondern eher sich für qualitativ hochwertige Pedale zu entscheiden. Tipp Nummer 6, was für mich ganz wichtig ist, war die Möglichkeit, eine Satteltasche am Fahrrad mit anzubringen. Generell Taschen am Gravelrad machen extrem viel Sinn, weil es äußerst ungewöhnlich ist, Sachen wie zum Beispiel eine Trinkflasche oder kleines Werkzeug oder einen Ersatzschlauch oder andere kleine Ersatzteile im Rucksack mitzuschleppen. Es gibt zwar noch die Möglichkeit mit Hip-Bags, zum Beispiel von Evok. Allerdings habe ich mich da noch nicht so wirklich mit angefreundet, weil ich es gern mag, wenn ich mich ein bisschen freier fühle und mich auch besser mit dem Oberkörper bewegen kann während der Fahrt. Deswegen habe ich mich für eine Satteltasche entschieden. Meine Satteltasche ist zugegebenermaßen etwas überdimensioniert für den täglichen Gebrauch. Ich habe dort immer Riegel, ein Multitool, einen Ersatzschlauch, Reifenheber und manchmal auch irgendwas zum Filmen dabei. Ich mag an meiner Tasche, dass ich die Größe einigermaßen verstellen kann. Das heißt, wenn ich viel dabei habe, wie zum Beispiel noch einen Pulli, passt der rein. Wenn ich den nicht dabei habe, kann ich sie zusammenrollen und trägt nicht so auf. Es gibt eine Vielzahl von anderen Möglichkeiten, Taschen am Fahrrad zu befestigen. Neben der Satteltasche gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, am Rahmen, zum Beispiel am Oberrohr oder am Sattelrohr, Taschen zu befestigen. Oder manche nutzen auch den Lenker, um dort eine Lenkertasche zu befestigen. Gute Firmen, die ich für Taschen empfehlen kann, sind Ortlieb, die, ich glaube, schon seit 30 Jahren Vorreiter in dem Bereich wasserfeste Taschen sind, die da richtig viel Know-how entwickelt haben. Und das merkt man auch, weil wirklich jedes Teil vom Klettverschluss bis zum Faltmechanismus so durchdacht sind, dass man die Taschen auch sehr, sehr lange im Einsatz behalten kann und dass sie für eine Vielzahl von Möglichkeiten, egal ob Bikepacking oder Daily Commuting, geeignet sind.
Eine andere Firma, die natürlich auch sehr bekannt ist und auch aus München kommt, ist Evoc. Evoc macht nicht nur sehr praktische Taschen, sondern wie ich finde auch sehr schöne Taschen. Die sind ein bisschen hübscher als die von Ortlieb, ein bisschen moderner. Ich hatte allerdings noch nie eine von denen, aber man sagt, die sind auch sehr, sehr praktisch und ich finde vom Design her noch ein bisschen hübscher. Vielleicht hole ich mir dann mal eine von denen und teste die auch hier auf dem Kanal. Ein extra Tipp, den ich jetzt nicht nachgerüstet habe, aber der schon mit dem Rad mitkam, weil ich das Rad Gebrauch gekauft habe und der Vorbesitzer so schlau war, dass er transparente Sticker an Kontaktpunkte geklebt hat, wo zum Beispiel das Bremskabel hier vorne mit dem Rahmen Kontakt hat und dort schleift und dort vielleicht dann auch unschöne Kratzerspuren hinterlässt, die den Verkaufswert des Rades und auch die Schönheit des Rahmens gefährden. Das heißt, wenn ihr plant, euer Rad so unversehrt wie möglich über eine längere Zeit zu fahren und dann vielleicht auch wieder zu verkaufen, dann lohnen sich auch diese transparenten Sticker. Die gibt es sogar auch im Baumarkt für sehr, sehr wenig Geld. Und dort könnt ihr dann zum Beispiel auch an der Kettenstrebe, wenn die Kette ab und zu runterfällt, diesen Bereich abkleben, sodass ihr keine Kratzer riskiert und der Rahmen unversehrt bleibt von Kratzspuren. Ich bin mir sicher, ihr habt auch noch eigene Tipps, die ihr vielleicht mit uns teilen wollt. Schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich würde mich über weitere Tipps freuen. Vielleicht rüste ich da auch noch mal was nach. Wenn du bis jetzt dran geblieben bist, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über ein Abonnement, Like oder Kommentar. Und jetzt gehe ich ein bisschen fahren. Bis bald. Ciao.